Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich ein Rosinenbrot aus Dinkelmehl backe. Es geht eigentlich recht schnell und ist auch nicht besonders schwer. Milch und Weizenmehl werden nicht verwendet. Wenigstens 24 Stunden vor dem Backtag weiche ich 200 Gramm Rosinen in einem Esslöffel Grand Marnier ein. Das sind 15 Milliliter oder Gramm. Es erscheint nicht sehr viel, ist aber ausreichend. Damit sich die Flüssigkeit über die Rosinen gut verteilt, dreht man das Glas ein paar Mal hin und her und das am besten immer mal wieder zwischendurch, wenn man gerade daran vorbeigeht. In meine Rührschüssel gebe ich 400 Gramm Dinkelmehl. Dazu kommen 35 Gramm frische Hefe, welche zerbröselt und trocken untergerührt wird. Das mache ich, damit die Hefe nicht in direkten Kontakt mit den 40 Gramm Zucker kommt, die ich anschließend zum Mehl gebe. Berührt der Zucker die Hefe direkt, würde letztere das nicht so gut vertragen. Das gilt übrigens auch für das Salz, welches ich auch noch hinzufüge, nämlich ein halber Teelöffel Meersalz. Anschließend kommt noch der Zitronenschalenabrieb einer ganzen Bio-Zitrone dazu. Damit ich die Reibe nicht so umständlich auskratzen muss und gleich eine bessere Ausbeute an Zitronenschale habe, spanne ich etwas Klarsichtfolie über die Reibe und lege dann mit dem Reiben los. Immer schön nur das Gelbe der Schale abreiben und nichts von der darunter liegenden weißen Schicht, denn die ist bitter und das wollen wir nicht. So sieht die Reibe aus. Durch die Löcher hat sich Schalenabrieb durchgedrückt, er kann in die Schüssel abgeklopft werden. Die Folie wird nun einfach abgezogen und die gelbe Masse kann mit dem Messerrücken abgekratzt werden. Zum Kneten wird der Flachrührer verwendet, denn es ist nicht viel Teig. Bis jetzt haben wir auch noch keine Flüssigkeit an die Masse gegeben. Milch oder Wasser kommen nicht an den Teig. In eine Schüssel habe ich 3 Eier aufgeschlagen, die kommen schon mal zum Mehlgemisch, sowie noch 2 Eigelbe. Der Teig macht noch einen recht festen Eindruck und ich habe noch ein weiteres Ei dazugegeben. Das kann man, muss man aber nicht machen, je nachdem, wie groß die verwendeten Eier waren und was für ein Mehl man verwendet, muss man das von Fall zu Fall entscheiden. Die Zutaten sind nun vermischt und nun kommt in den Teig noch zimmerwarme, aber nicht zu weiche Butter, welche zuvor in kleine Würfel geschnitten wurde. Ich gebe sie hier nach und nach zum Teig. Es dauert ein bisschen, bis sich die Butter eingearbeitet hat. Da ich den Teig auch nicht überkneten möchte, höre ich rechtzeitig mit dem Kneten auf, auch wenn noch hier und da eine Butterflocke zu sehen ist. Der Teig wird zusammengeschoben und nun eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Bitte nicht extra warm stellen. Wer möchte, kann ihn auch in den Kühlschrank stellen. So sieht der Teig nach einer Stunde aus. Hier ein direkter Vergleich vorher-nachher. Warum meine Kamera unterschiedlich warme Farbtöne produziert, habe ich bis jetzt noch nicht herausfinden können. Vielleicht kann mir mal jemand einen Tipp schicken. Spätestens jetzt muss der Backofen auf 160 bis 170 Grad vorgeheizt werden. So, bis jetzt fehlen ja noch immer die Rosinen, die kommen jetzt ins Spiel. Sie werden einfach über den Teig gegeben. Darüber hinaus aber noch die 25 Gramm Orangeat. Allerdings habe ich statt Orangeat kandierte Orangenscheiben genommen. Wie man die macht, zeige ich in diesem Video. Da die kandierten Orangen noch etwas zusammenkleben, werden sie zunächst mit den Rosinen vermischt. Anschließend lässt man alles unterkneten. Das funktioniert aber nicht so besonders gut und kann die Rosinen auch zerquetschen, weswegen ich den letzten Schliff von Hand erledige. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Gebacken wird das Brot in einer Kastenform, die man mit Backpapier auskleidet.
Dazu wird die Form auf das Papier gestellt und an den Kopfseiten wie gezeigt eingeschnitten. Dann faltet man das Papier entsprechend der Einschnitte und kann es in die Form geben. Den Teig sollte man nun eigentlich noch zweimal falten, damit er ein wenig Spannung erhält. Bei mir war das aber nicht möglich, da er sehr weich war. Auch ließ er sich nicht gut in die Form befördern. Nicht immer klappt alles so, wie es im Buche steht. Man darf sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen und schon gar nicht sollte man deswegen aufgeben und den Teig womöglich wegwerfen. Bei all den guten Zutaten wird schon etwas Essbares herauskommen. Es war letzten Endes einfacher, das Papier herauszuholen und den Teig darauf zu geben. Die Ecken des Papiers ließen sich sogar einfacher um den Teig legen und alles ging wieder in die Form zurück. Ich mache mir dann immer noch die Mühe, Rosinen, die oben aufliegen, zurück in den Teig zu drücken und unter Teig zu verschließen, denn wenn sie ungeschützt der Hitze ausgesetzt sind, werden sie trocken, hart und verbrennen unter Umständen. Der Teig kommt sofort, also ohne weitere Ruhezeit, in den Ofen. Ich wiederhole, der Teig braucht nicht mehr zu ruhen. Er enthält so viele Eier und reichlich Hefe, das reicht zum Aufgehen des Teiges. Die Backzeit beträgt 40 Minuten bei 160 bis 170 Grad Celsius. Das kann je nach Backofen unterschiedlich sein und muss überwacht und eventuell angepasst werden. Anschließend wird das Brot aus dem Ofen geholt und kann am besten auf einem Kuchendraht auskühlen. Lässt man das Brot über Nacht stehen, lässt es sich besser schneiden, da die Rosinen fester geworden sind. Schneidet man es bald nach dem Auskühlen an, verkleben die Rosinen das Messer und man hat kein schönes Schnittbild mehr, was dem Geschmack aber keinen Abbruch tut. Das Rosinenbrot ist butterzart. Es hat ein sehr interessantes Aroma durch die Verwendung der Rosinen, des Orangeats und des Zitronenschalenabriebs und natürlich auch wegen der guten Butter. Es schmeckt wunderbar zusammen mit etwas Marmelade, wie hier meiner Maracuja-Passionsfruchtmarmelade. Und auch, wenn jetzt die eine oder andere Augenbraue hochgehen mag, ganz besonders gut macht sich auf der Marmelade ein Klecks Sahne. Es passt wirklich sehr gut. Probiert es mal aus und abonniert meinen Kanal. Hier ist die Zutatenliste. Rosinenbrot, 200 Gramm Sultanin, 25 Gramm Orangeat, 1 Esslöffel Grand Marnier, 15 Milliliter oder Gramm, 400 Gramm Mehl. Ich hatte Dinkelmehl Typ 630 verwendet. 35 Gramm Hefe, 40 Gramm Zucker, ein halber Teelöffel Meersalz, Zitronenschalenabrieb von einer Bio-Zitrone, 3 bis 4 Eier je nach Größe, 2 Eigelb, 175 Gramm Butter. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!